der Markt wächst rasant. Nun freue ich mich auf eine spannende Runde. Die Transformation zur neuen Mobilität bei leichten Nutz- und Freizeitfahrzeugen hat begonnen. Dazu darf ich hier jetzt im Studio begrüßen zu meiner Linken Herr Gentner. Herr Erwin Gentner ist seit 2011 Senior Vice President der Ico Vehicle Technology Group und Geschäftsführer der Alois Kober GmbH. Und er verantwortet die Funktionen Produktion, Logistik und Prozessmanagement. Herr Dr. Frank Sager, herzlich willkommen. Herr Dr. Frank Sager, er ist seit 2016 Senior Vice President R&D der Ico Vehicle Technology Group und Leiter der technischen Entwicklung in Kötz. Er trägt die Verantwortung für die globale Forschungs- und Entwicklungsstrategie und deren Umsetzung. Und zu meiner Rechten Herr Dr. Martin Scholtes. Herr Dr. Martin Scholtes ist geschäftsführender Gesellschafter der Evo Motors GmbH in München. 2017 gründete er das Unternehmen als Spin-off der Technischen Universität München. Bis 2018 forschte er an der TU München auf den Gebieten der Fahrzeugkonzepte und der Mobilität in Entwicklungsländern. Der Markt wächst rasant und die Herausforderungen sind riesig hin zu einer CO2-freien Mobilität. Der Transformationsprozess hat begonnen. Neue Mobilitätslösungen, New Mobility Solutions. Lassen Sie uns starten. Auch Sie dürfen natürlich weiterhin Fragen im Chat stellen, die wir dann im Anschluss beantworten. Herr Gentner, Stichwort Transformationsprozess. Was ist die Rolle von Alco bei dieser Transformation? Ja, wir sind ja eigentlich der Experte für kleine und mittlere Stückzahlen. Und in diesem Transformationsprozess geht es natürlich zunächst mit kleinen und mittleren Stückzahlen los. Insofern dieses Industrialisierungsthema, da können wir unser Know-how einbringen. Es kommt darauf an, die Industrialisierung schnell und flexibel voranzubringen. Und in der Werksbesichtigung haben Sie ja gesehen, zu welchem Ergebnis das geführt hat. Darüber hinaus, denke ich, spielen wir auch eine Rolle bei dem Thema Produkte. Wir versuchen natürlich schon, eigene Produkte zu generieren, speziell im Bereich der Antriebstechnik. Das Stichwort würde ich gerne aufgreifen. Eigene Produkte, Herr Sager, New Mobility-Themen. An welchen arbeitet dort Alco dort konkret? Ja, da möchte ich zuerst unser Projekt Green Trailer nennen. Wenn man hinter ein Elektrofahrzeug einen Caravan oder sonstigen Anhänger koppelt, dann geht die Reichweite ja ganz deutlich zurück. Und das möchten wir ändern. Das Naheliegende ist, einen eigenen Antrieb in den Trailer anzubauen, einen eigenen E-Antrieb. Das werden wir sicherlich auch untersuchen und tun. Aber das ist keine nachhaltige Lösung. Zur nachhaltigen Lösung gehört, dass man an den anderen Fahrwiderständen arbeitet. Und da kommt unsere traditionelle Kompetenz im Leichtbau zum Tragen. Da geht es einfach mal darum, das angehängte Gewicht so weit wie möglich zu reduzieren. Das zweite Projekt, was ich nennen möchte, ist das Hybrid Power Chassis, was Haylor ja in seinem Beitrag auch schon erwähnt hat, was wir gemeinsam mit der Firma Huber entwickeln, die ersten Prototypen fahren. Das HPC-Chassis ist für den Markt der Reisemobile ganz besonders interessant und geeignet, weil unsere Reisemobilkunden natürlich lange Strecken zurücklegen wollen, weil sie auch gelegentlich in Gegenden fahren wollen, wo es noch keine ausgebaute Ladeinfrastruktur gibt. Dafür braucht es weiterhin den Dieselantrieb und mit dem zugleich eingebauten Elektroantrieb besteht dann die Möglichkeit, in emissionsfreie Zonen einzufahren. Und nebenbei für die Fans des Wintercampings bietet das Fahrzeug natürlich dann auch einen Allradantrieb. Das nächste, was ich nennen möchte, ist das VW T6.1 AMC-Fahrzeug, das wir gerade wieder freigegeben haben und damit dem Markt wieder eine weitere Triebkopfvariante zur Verfügung stellen können. Last but not least, die Projekte, die wir gemeinsam mit unseren Kunden machen. Wir waren an der Entwicklung des Fahrwerks und des Chassis bei Street Scooter von Anfang an mit dabei, haben da gemeinsam mit Street Scooter, wie ich meine, eine sehr richtungsweisende Entwicklung betrieben. Und das setzen wir jetzt fort mit der Firma Evum, wo wir auch an der Entwicklung des Fahrzeugs und der Lieferung verschiedener Komponenten beteiligt sind. Und das macht uns besonders Spaß, weil auch die Firma Evum auf sehr effiziente, auf sehr nachhaltige Lösungen setzt. Vielen Dank, Herr Dr. Sager. Thema Evum.
Wie stehen Sie dazu? Stellen Sie sich doch kurz mal vor und vor allen Dingen, wie blicken Sie denn aus der wissenschaftlichen Perspektive auf das Thema E-Mobilität? Also wir bei EWUM haben uns das Ziel gesetzt, uns mit der robusten und einfachen E-Mobilität zu beschäftigen und einfache Transportlösungen anzubieten. Mit Sicherheit, also meine persönliche Meinung als Wissenschaftler auch, wird das Thema E-Mobilität ist am Kommen, das wissen wir. Im nächsten Jahrzehnt werden wir aber mit Sicherheit auch unterschiedliche Antriebstechnologien sehen. Mit Sicherheit batterieelektrisch betriebene Fahrzeuge, ich glaube speziell bei kurzen und mittleren Reichweiten. Bei den schweren Nutzfahrzeugen und großen Reichweiten wird es mit Sicherheit auch einen Wasserstoff nochmal geben. Aber ich glaube, in diesem Jahrzehnt wird es noch eine gewisse Konkurrenz geben. Aber ich glaube, das Ziel ist klar, der Verbrenner wird uns irgendwann verlassen. Vielen Dank, Herr Scholtes. Herr Gentner, die Zusammenarbeit von ALCO mit an den Beispielen jetzt EWUM Motors oder Abt und dergleichen sind ja perfekte Praxisbeispiele für gelungene Partnerschaften im Bereich der Nutzfahrzeuge. Wie kam es eigentlich zu den Partnerschaften, speziell jetzt mit Abt und EWUM? Ja, die Suche nach einem Partner, der in der Lage ist, eine schnelle Industrialisierung zu realisieren. Und da kam man eben auf uns zu. Wir haben dieses Know-how und wir haben dieses Know-how umgesetzt. Die Fabrik in Deffingen wurde innerhalb eines Jahres realisiert und in Betrieb genommen. Flexibilität ist für uns auch ein ganz wichtiges Stichpunkt, wenn man mit Startups zusammenarbeitet, wenn man mit einem Produkt zu tun hat, das sich in der Entwicklung befindet, dann muss man Antworten haben, um mit diesen Flexibilität auf diese Antworten und die Änderungen eingehen zu können. Und das ist unsere Kernkompetenz. Das spürt man auch. Ja, und dann spielt natürlich auch die Nähe noch eine gewisse Rolle. Also der Herr Abt hat es ja auch angekündigt, wobei Nähe nicht nur aus regionaler Nähe kommt, sondern es kommt auch daher, dass wir sagen, wir haben auch eine Nähe im Verständnis, wie wir dieses Ziel realisieren und wie wir diese Aufgaben angehen. Vielen Dank, Herr Gentner. Herr Scholtes, was macht für Sie Partnerschaft aus? Also Partnerschaft ist mit Sicherheit das, was hier auch angesprochen wurde, ist das Thema Nähe, dass man nah aneinander ist, kurze Kommunikationswege hat, dass man sich gegenseitig unterstützt. Wir suchen mit Sicherheit Partner, die uns eine gute Qualität liefern, weil EWUM steht für Qualität und auch Partner, die uns unterstützen, auch im Bereich F&E mit viel Erfahrung und auch im Bereich Homologation. Und da haben wir in der ALCO den richtigen Partner gefunden. Und wie zeichnet sich die Zusammenarbeit mit ALCO aus? In kurzen, knappen Worten? Also mit Sicherheit sehr gut. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben mittlerweile ein breites Produktportfolio von ALCO schon in der Anwendung. Und letztendlich, wie gesagt, Flexibilität. Teilweise überfordern wir auch unsere Partner noch mit unseren schnellen Änderungen. Aber da ist ALCO mal sehr gut dabei, gute Unterstützung. Und ja, wir schauen, dass es noch weiter vertiefen. Und was können Sie durch die Zusammenarbeit, durch die Partnerschaft mit ALCO dadurch erreichen? Ich glaube mit Sicherheit ein hochqualitatives Produkt, was mit allen Sicherheitsanforderungen entspricht und was einfach auch das liefert, was wir versprechen. Jetzt bieten Sie ja Nutzfahrzeuge an. Herr Sager, Stichwort Nutzfahrzeuge. Welche Rolle spielt denn das Thema Nutzfahrzeuge bei ALCO? Also es ist ja grundsätzlich so, dass der ganze Markt der Nutzfahrzeuge einen Boost bekommen hat durch das Thema Internetversand, Last Mile Delivery. Damit beschäftigen wir uns auch intensiv, weil gerade die Klasse der leichten Nutzfahrzeuge in der 3,5 Tonnen Klasse oder sogar darunter unser traditionelles Geschäft sind und da sind wir mit dabei. Natürlich ist das Hybrid Power Chassis gleichermaßen auch geeignet für leichte Nutzfahrzeuge. Auch an dem Thema sind wir dran. Und im Übrigen möchte ich sagen, dass diese leichten Nutzfahrzeuge natürlich sehr geeignet sind für das Thema Elektromobilität, weil sie in Einsätzen unterwegs sind, wo man keine große Reichweite braucht. Im Zulieferverkehr liegt die Tagesleistung eines solchen Fahrzeugs in der Regel unter 100 Kilometer. Das kann man mit heutigen Technologien sehr gut bedienen. Vielen Dank, Herr Sager. Herr Scholtes, wie sehen Sie denn die Entwicklung im Bereich der Nutzfahrzeuge? Also wir sehen es, was der Herr Sager auch gesagt hat, im Bereich leichte Nutzfahrzeuge ist das Thema stark am Kommen. Mit Sicherheit auch durch die Reichweiten, die da gefordert sind. Und das sehen wir auch für uns die Chance, wo wir mit unserem Fahrzeug einfach mal einsteigen können. Und da wird das Thema Elektrifizierung mit Sicherheit immer eine größere Rolle spielen. Auch in den nächsten 5 Jahren wird sich dann mit Sicherheit einiges tun. Und was wäre notwendig für eine größere Durchdringung, speziell im Kontext der Elektromobilität in dem Bereich?
Also ich glaube mit Sicherheit auch das Thema Ladeinfrastruktur, dass die stärker und besser ausgebaut ist, vielleicht noch mehr Anreize schaffen und letztendlich einfach das Thema E-Mobilität noch weiter voranzutreiben. Aber jetzt mal konkret, wie ist denn der Stand bei den Nutzfahrzeugen und inwiefern sind die prädestiniert für das Thema Elektromobilität? Also ich glaube speziell in dem leichten Nutzfahrzeugbereich bis 3,5 Tonnen, vor allem im Bereich Last Mile, kommunale Betriebe, Landwirtschaft, wo wir auch mit unserem Fahrzeug unterwegs sind, ist es das perfekte Anwendungsszenario. Ich habe Reichweiten zwischen 100 bis 150 Kilometern und das ist perfekt für ein batterieelektrisches Nutzfahrzeug. Und welche Visionen haben Sie vor allen Dingen auch mit Ihrem Unternehmen dahinter? Ja, mit Sicherheit da den Markt zu adressieren. Wir sehen es, wofür das Fahrzeug auch verwendet werden kann. Wir haben eine Tonne Nutzlast, Allrad, Geländegängigkeit und das sind ja unsere Alleinstellungsmerkmale, mit denen wir in den Markt reingehen und mit denen wir die Landwirte, die Kommunen einfach adressieren und auch diesen gesellschaftlichen und politischen Druck, den man da hat, einfach mal eine Lösung anzubieten. Und was ist konkret der Kundennutzen, speziell jetzt beim AHK im Bereich Agrar- und Intralogistik? Mit Sicherheit, dass ich erst einmal nachhaltig und CO2-neutraler sparender unterwegs bin. Ich habe eine riesen Kostenersparnis von 40 bis 50% gegenüber einem Verbrenner. Und zudem nutze ich die ganzen Vorteile vom elektrischen Antriebsstrang, vor allem speziell im Offroad-Bereich, hohes Drehmoment, gutes Anfahrmoment und so weiter. Danke, Herr Scholtes. Jetzt haben wir ja hier total neue Fahrzeugkonzepte und Fahrzeuglogiken. Herr Gentner, wie schaut es denn dort mit dem aktuellen Stand der Industrialisierung aus? Speziell jetzt auch in Kombination mit der Elektromobilität und vor allen Dingen, welche Rolle spielt Alco denn da dabei? Ja, speziell bei der Industrialisierung kommt es natürlich darauf an, dass man die Flexibilität bereits in der Konzeption der Fabriken berücksichtigt. Der Herr Kreutle hat es angesprochen bei der Werksführung. Wir sind in der Lage, in beliebiger Sequenz unterschiedliche Fahrzeuge zu fertigen. Das ist eine Ebene der Flexibilität. Wir haben bei dieser Konzeption dieser Fabrik natürlich auch daran gedacht, dass wir zukünftig unsere eigenen Produkte dort fertigen wollen und dass wir in der Lage sein müssen, diese Industrialisierungskonzepte so zu haben, dass wir eine schnelle Implementierung ermöglichen können. Also das ist so unser Weg in Begleitung dieser Thematik beim Thema Industrialisierung. Herr Sager, ich leite gleich mal das Wort an Sie weiter, Thema Industrialisierung. Was sind denn die Pläne von Alco im Bereich der Elektromobilität und der Intensivierung im Kontext der Industrialisierung? Ja, wie wir schon diskutiert haben, arbeiten wir sehr eng mit Fahrzeugherstellern wie Street Scooter oder Evum oder Abt zusammen. Und das wird auch unsere Rolle in der nahen Zukunft sein, dass wir unsere Kompetenz in der Fahrzeugintegration einbringen. Da geht es ja auch eben um das Thema Fahrzeugsicherheit, Fahrzeugzulassung. Und wir sind seit mehreren Jahrzehnten Hersteller von Fahrzeugen. Wir bauen heute schon Fahrzeuge. Wir sind auch ein Bremsenhersteller. Wir bauen unsere eigenen Bremsanlagen. Und damit sind wir hervorragend aufgestellt, um in der Elektromobilität mit den geeigneten Partnern neue Lösungen auf den Weg zu bringen. Das heißt, eine durchaus relevante Stärke von Alco. Wenn wir jetzt schauen, welche notwendigen Standards sind denn noch notwendig, gerade im Kontext auch Homologation, speziell jetzt auch bei solchen neuen Fahrzeugkonzepten? Speziell in der Elektromobilität kommt es auf ein gutes Zusammenspiel der Bremsanlage mit dem Elektroantrieb an. Wir wollen ja so viel wie möglich rekuperieren und so wenig wie möglich mit der Reibungsbremse arbeiten. Und da wünschen wir uns natürlich von der Politik entsprechende Regelungen, die technologieoffen sind und die es uns ermöglichen, kreative Lösungen umzusetzen. Welche Rolle hat denn Alco im Bereich E-Mobilität eingenommen und vor allen Dingen, welche Rolle hat denn die eFactory dabei gespielt? Für uns bei Alco ist es sehr wichtig, dass wir die Nähe zur Fertigung haben. Unsere Stärke liegt darin, kleine und mittlere Stückzahlen mit sehr hoher Varianz zu bedienen. Und das geht nur, wenn man einen sehr engen Dialog mit der Fertigung hat, wenn man zugleich mit dem Produkt auch den Prozess entwickelt. Und da bietet uns die eFactory ganz tolle Möglichkeiten. Wir können dort Prototypen und Muster sehr schnell unter seriennahen Bedingungen sicher aufbauen. Davon machen wir regen Gebrauch. Und natürlich ist da auch die Chance, dass wir zukünftige Produkte, eigene Produkte in Deffingen fertigen können. Vielen Dank. Wir haben ja vorhin vom Herrn Kreutler auch so eine kleine Führung bekommen durch die eFactory. Herr Gentner, vielleicht können Sie uns noch ein bisschen was zur Historie von der eFactory erzählen.
Ja, wenn man auf so eine Fabrik schaut, dann sieht man natürlich in erster Linie die Hardware. Man sieht Roboter, man sieht Fahrzeuge, man sieht Prüfstände, man sieht Montagevorgänge und solche Themen. Aber es gibt natürlich ganz viele Soft Facts, die dabei zu berücksichtigen sind. Wir sagen E-Factory, man könnte auch sagen Hochvoltfabrik. Und der Begriff Hochvoltfabrik, der implementiert schon, was notwendig ist. Wir müssen uns mit Hochvolt auseinandersetzen. Wir müssen Standards schaffen, wir müssen Sicherheitsstandards schaffen. Wir müssen den Umgang mit Fahrzeugen unter Strom, den Mitarbeiter schulen. Wir müssen zertifizierte Hochvolt-Ausbildung betreiben. Alle Mitarbeiter in unserem Werk sind geschult bei diesem Thema durchgängig und das hat einen hohen Stellenwert. Wir haben hier einen Standard geschaffen, der über dieses Projekt hinausgeht und der uns begleiten wird, wenn wir neue E-Mobility-Projekte in unserer Fabrik aufnehmen. Und wie schauen die konkreten Pläne, Thema Weiterentwicklung eFactory aus? Ja, die Weiterentwicklung sieht so aus, dass wir natürlich im Kopf haben, andere Produkte aufzunehmen, auch die eigenen. Und dazu haben wir die Konzeption erstellt. Dann sind zahlreiche Themen in der Pipeline. Das Thema E-Mobility ist ein Gesellschaftsthema. Ja, und es wird nicht damit getan sein, Fahrzeuge zu elektrifizieren. Es werden ganz neue Modelle, es werden ganz neue Konzepte und es werden ganz neue Lösungen entstehen. Und es werden auch neue Nischen entstehen. Und gerade die Nischen und die Nischen mit den kleinen Stückzahlen, mit den mittleren Stückzahlen, die sind für uns interessant. Und die Startups, die kommen immer aus der wissenschaftlichen Seite, entwickeln diese Produkte, haben gute Ideen und dann kommen sie aber irgendwann an den Punkt, wo es darum geht, zu industrialisieren, zu fertigen, in den Markt zu bringen und wirtschaftlich zu produzieren. Das ist sehr, sehr spannend. Und dann kommen wir ins Spiel. Sie haben es ja auch gerade beschrieben, Neues, ne? Neue Lösungen, Herr Sager, neue Lösungsansätze im Bereich E-Mobilität. Was verfolgt da ALCO konkret als Unternehmen? Wir haben als ALCO den großen Vorteil, dass wir über ein sehr großes Technologiespektrum verfügen. Wir sind im Stahl, im Chassis, im Achsenbau zu Hause. Wir haben Elektronikentwicklung in Norditalien und in Litauen, beschäftigen uns mit Dämpfungstechnik in Spanien. Und diese Vielfalt an Technologien, die wir im Hause haben, in Verbindung mit einer ganz hervorragenden Vorentwicklung, die wird uns in die Lage versetzen, ganz neue Ideen und ganz neue Konzepte für die Elektromobilität und natürlich auch in unseren traditionellen Geschäften auf den Weg zu bringen. Ein weiteres Thema, was ich noch ansprechen möchte, ist der Anhänger unterhalb der 750 Kilogramm. Das ist ein Thema, wo wir noch eine große Zukunft sehen. Das ist deutlich wichtiger geworden durch die Last-Mile-Delivery. Das ist deutlich wichtiger geworden durch elektrische Fahrräder, durch E-Bikes. Und da wollen wir professionelle Lösungen anbieten, dauerhaft, zuverlässig mit der Qualität, für die ALCO bekannt ist. Das heißt, zukünftig haben Sie schon diverse weitere Themen auf der Uhr, gerade im Kontext Elektromobilität. Das beschäftigt uns sehr, ja. Vielen Dank. Herr Scholtes, wie sehen Sie denn perspektivisch, gerade wenn wir jetzt in Richtung Zukunft, wir haben gerade sehr viel von Zukunft, von neuen Lösungen und dergleichen gesprochen, wie sehen Sie denn perspektivisch die Zusammenarbeit mit ALCO? Also wir sehen es mit Sicherheit so, dass ALCO ein breites Produktportfolio hat, was wir noch erweitern können. Wir werden mit Sicherheit weitere Fahrzeugvarianten anbieten als EWUM, wo wir auch mit Sicherheit im Bereich Chassis und Bremsen Änderungen haben werden. Und mit Sicherheit sollten wir auch nochmal Produktionsengpässe haben, ist mit Sicherheit denkbar, dass wir auch hier auf die eFactory mal die nutzen. Danke. Jetzt haben wir, Herr Gentner, wir haben ja schon Beispiele adressiert, Partnerschaften, Abt zum Beispiel oder Evo Motors. Wann können wir denn mit weiteren Partnerschaften rechnen? Ja, zunächst mal werden wir die Zusammenarbeit mit der Abt E-Line verlängern und den Vertrag verlängern bis ins Jahr 2022. Das ist ein wichtiger Punkt für uns. Die Zusammenarbeit mit der Abt E ist ein Highlight für uns. Wir arbeiten da sehr gut zusammen und wir wollen das weiterhin tun. Und da gibt es auch neue Projekte, die da unter Umständen kommen. Und ja, dieses Thema Mobilität, wie angesprochen, da passiert viel, da tut sich viel. Viele Themen sind momentan in der Phase, wo es um Entwicklung geht, wo es um Prototypen geht. Und diese Themen kommen in die Phase der Industrialisierung. Da gibt es bereits erste Kontaktaufnahmen. Und wir stellen einfach fest, dass wir hier als der Partner wahrgenommen werden, der in der Lage ist, kleine und mittlere Stückzahlen zu industrialisieren. Und das ist für uns ein positives Signal und das stimmt uns auch positiv für die Zukunft. Wir werden da punkten und Sie werden da noch von uns hören.
Das will ich hoffen. Sie sagen Positives. Jetzt haben wir tatsächlich, wir leben tagtäglich damit. Tatsächlich, ich sage mal, so ein kleines negatives Erlebnis, so möchte ich es jetzt mal beschreiben, nämlich unsere Pandemie Covid-19. Wie sind Sie denn damit, vor allen Dingen auch in Ihren Werken damit umgegangen? Wie haben Sie das Thema denn für sich meistern können? Ja, das Thema Covid-19 beschäftigt uns alle jetzt nicht nur im betrieblichen Umfeld, sondern natürlich auch jeden Einzelnen privat. Das ist schon eine starke Belastung. Es ist eine Belastung für alle. Wir haben bereits im Februar letzten Jahres angefangen, haben einen Krisenstab etabliert, wir haben ein Team zusammengesetzt und es ist fast unglaublich, aber wir haben einen Regeltermin 3-mal die Woche. Und dieser Regeltermin ist seit dieser Zeit nicht ein einziges Mal ausgefallen. Und das zeigt schon, dass wir dieses Thema sehr ernst nehmen. Und das ist ganz wichtig. Und wir versuchen bei diesem Thema immer einen Schritt der Entwicklung voraus zu sein. Wir versuchen, das Thema zu behandeln mit unserer Problemlösungskompetenz. Und um einige Beispiele zu nennen, wir haben schon früh angefangen zu testen, schon lange bevor es den Betrieben vorgeschrieben wurde, dass sie Testangebote machen müssen. Das sehen Sie dann in dem eingeblendeten Bild. Wir haben uns da am Katastrophenschutz orientiert. Die Schutzausrüstung stammt aus dem Katastrophenschutz. Wir haben das beibehalten. Wir machen das heute noch so, obwohl es in diesem Umfang gar nicht mehr notwendig wäre. Wir haben sehr frühzeitig mit dem Impfen gestartet, bereits Anfang des Monats. Wir testen mittlerweile ungefähr 10 Impfdosen pro Woche. Diese Woche steigern wir auf 15 und am 2. Juni haben wir eine Impfaktion, wo wir 100 Mitarbeiter impfen. Und so versuchen wir, mit dem Thema umzugehen. Bisher ist es uns gelungen, Infektionen größtenteils fernzuhalten. Einzelne Infektionen hatten wir immer, aber es ist uns erfolgreich gelungen, die Ausbreitung von Infektionen zu verhindern. Respekt an dieser Stelle, sehr vorbildlich. Jetzt kommen wir nochmal Brückenschlag, Covid-19, Corona-Pandemie und Wirtschaft. Wie hat sich denn das Thema Pandemie auf die Nachfrage ausgewirkt? Ja, jeder wird jetzt wahrscheinlich erwarten, dass die Nachfrage eingebrochen ist. Das ist sie natürlich im Laufe des Jahres 2020. Da gab es sicherlich Rückgänge. Aber wir müssen momentan sagen, wir haben eine sehr gute Auslastung. Und um ganz ehrlich zu sein, also ich habe in den vielen, vielen Jahren, seitdem ich bei Eiko bin, noch nie so eine starke Nachfrage erlebt. Das ist doch mal eine Ansage. Es ist allerdings auch eine Challenge. Ich meine, jeder weiß es, dass die Supply Chain generell sehr angespannt ist. Also es ist wieder eine neue Herausforderung. Es ist eine neue Möglichkeit, unsere Problemlösungskompetenz ins Spiel zu bringen. Also ich denke, wir werden auch das meistern. Dies zu meistern gilt. Klasse. Vielen, vielen lieben Dank. In diesem Sinne, Herr Dr. Scholtes, Herr Dr. Sager, Herr Gentner, vielen Dank für die spannenden Einblicke, für die Diskussion.